Meine Damen und Herren, Außenstütze Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Berlin versinkt schon lange im Autoverkehr. So gibt es immer mehr Menschen, die, weil sie mit ihren Autos schon seit Montag im Stau stehen, nun am Freitag dieses einfach stehen lassen, um dann nach dem Wochenende wiederzukommen und dann weiter im Stau stehen zu können. Um den Autofahrern aber mehr Alternativen zum Auto zu geben, soll das U-Bahn-Netz erweitert werden. Auch in Spandau. Für Außenstehende muss ich dabei erklären, dass Spandau geopolitisch nicht zu Berlin gehört, sondern Berlin gehört zu Spandau. Deshalb hat Spandau auch eine eigene Armee und einen funktionierenden Flughafen. Zwei Dinge, die Berlin eben nicht hat, weswegen die weitere Anbindung an Spandau auch so wichtig wäre, falls Potsdam mal angreifen will. So wird nun überlegt, die U-Bahn-Linie U7 über die jetzige Endstation hinaus zu verlängern. Jedoch sind die Hürden dafür in Spandau immens. So muss dafür eigens der Spandauer Ältestenrat einberufen und eventuell muss dann auch wieder die eine oder andere Jungfrau geopfert werden. Hätte man schon damals beim BR genügend Jungfrauen übrigens geopfert, der hätte bestimmt pünktlich eröffnet werden können. Bielefeld. Normalerweise erwartet niemand, der gerade in einem Restaurant sitzt, dass er dort überfallen wird. Zumindest nicht, bevor die Rechnung gebracht wird. Dass es aber auch anders gehen kann, erlebten einige Gäste eines Bielefelder Lokals, als ein maskierter Mann hereinstürmte und das Geld aus der Kasse erbeutete. Und genau hier beginnt eine Geschichte, die bielefeldiger kaum sein könnte. Wie sich herausstellte, war der Räuber ein ehemaliger Kellner, der sogar noch beim Überfall die typische Kleidung eines Kellners des Lokals trug. Als die Polizei jedoch dann zu der Wohnung des Ex-Kellners fuhr und in diese eindrang, schauten die Beamten nicht schlecht. Dort hing nicht nur ordentlich aufgehängt die Arbeitskleidung aus dem Lokal, sondern die Beamten standen auf einmal inmitten einer riesigen Hanfplantage. Aber sind wir mal ehrlich, so eine Geschichte kann nur in Bielefeld passieren. In jeder anderen Stadt wäre der Räuber wenigstens so clever gewesen, den Laden nebenan zu überfallen, wo er nur seltener auch mal zu Gast war. Manchmal frage ich mich echt, wie die Menschen in Bielefeld so lange überleben konnten. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Mallorca. Für viele Deutsche ist immer noch die entspannteste Zeit im Jahr, um auch mal den Alltagsstress loszulassen, für 5 Tage zum Ballermann auf Malle zu fliegen, um dort ungestört den philosophischen Trieben nachzugehen und das eine oder andere Symposium zu besuchen. Wem das jetzt hier zu hoch war, dann erst einmal viel Spaß dieses Jahr noch auf Malle und zum anderen noch mehr Spaß dann beim Kotzen. Nur trübt eine Gerichtsentscheidung viele Gemüter unserer Hochphilosophen auf Malle. Nicht etwa, dass man nun nicht mehr überall hinkotzen darf, sondern nur noch auf herumliegende Engländer, dies galt auch schon vorher, sondern ein Gericht entschied, dass man für Veranstaltungen um und auf Malle nicht mehr das Wort Malle benutzen darf, da dies urheberrechtlich geschützt ist. Da ein Unternehmer sich diesen Begriff Malle hat sichern lassen und nun alles und jeden verklagte, der Malle weiterhin benutzte. Was schade ist, denn gerade wollte Mallorca eine Anti-Sauf-Kampagne starten mit dem Titel „Wolle mal nicht mehr so viel saufen?" Schade, das hätte bestimmt ein paar Lebern diese Saison retten können. Rom. Wie ich ja schon öfters erwähnt habe, bin ich ein großer Freund von Italien. Ich liebe die Weine der Toskana, verehre die Küche von Sizilien und spucke auf die Fußballer von Inter Mailand wie ein echter Italiener. Denn ich bin Italophil. Das bedeutet, dass ich auf italienische Popmusik der 80er stehe. Ich sage nur, Felicita. Könntest du mir bitte mein Glas Chianti bringen? Felicita. Aber auch ich habe es schon erlebt, wie Touristen, also Menschen, die nicht so italienisch aussehen wie ich, regelrecht in Lokalen ausgenommen wurden. Allerdings nicht, weil sie dem Patron Geld schuldeten und dann wortwörtlich ausgenommen wurden. Genau dies ist nun 2 Touristen aus Japan passiert, die in einem verträumten Lokal in Rom 2 Teller Spaghetti und eine Flasche Mineralwasser bestellten. Denn für die 3 Dinge brachte ihnen der Kellner am Ende eine Rechnung in Höhe von 429,80 €. Dazu meinten die japanischen Touristen nur, Spaghetti und ein Wasser für 429,80 € ist schon echt heftig, selbst für japanische Verhältnisse. Aber zum Glück kostete der Espresso danach nur 250 €. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Röckström Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das
Fading Röckström Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Und heute ist das hier sogar das 100. Fake News Medium. Dementsprechend sollten wir es auch einmal etwas investigativer betrachten. Früher habe ich jeden Abend zusammen mit meiner Tante Erna auf der Couch gebannt das Glücksrad geguckt. Wie oft stand dann an der Wand neben Maren Gilzer ein kaum lesbarer Kauderwelsch, aber zusammen mit meiner Tante Erna war das Lösen nie ein Problem. Und vor einem Kauderwelsch stehend fühlte ich mich auch, als ich beim Hautarzt für seltene Tropenkrankheiten und komisches Jucken in der Unterhose im Badezimmer saß und dort das Röckström Magazin unter den Sexheftchen entdeckte, die ich selbstverständlich aus Gründen des Jugendschutzes sofort auch einsteckte. Nur, was sollte das Röckström Magazin heißen? Rückstellranzen? Räucherstabräuber? Rüttlischüler sind omnipotent, was ja bedeutet, dass sie richtig gut im Bett sind? Ich kam einfach nicht auf die Lösung. Selbst als ich Rockstars Red Dead Redemption spielte und dabei hemmungslosen Sex mit mehreren weiblichen Rockstars hatte, konnte ich mich kaum auf das Wesentliche konzentrieren. Hat natürlich trotzdem super gereicht. Aber was sollte das Röckström Magazin bedeuten? Und als ich gerade bei der 25. Runde Sex oder Red Dead Redemption war, das war an diesem Punkt nicht mehr ganz klar definierbar, fiel es mir ein. Röckström Magazin hieß Rache an Strelitz Magazin. Denn wie sich nach einer kurzen Recherche bei Wikipedia und einer noch längeren bei Pornhub herausstellte, war der Herausgeber vom Rache an Strelitz Magazin niemand Geringeres als Peter Bond, ehemaliger Glücksrad-Moderator und noch ehemaligerer Softporno-Darsteller, der all das nur geplant hatte als Rache dafür, dass ich seinen Werken bei IMDb nur 1 Stern gegeben hatte. Aber diese waren zu Recht nur 1 Stern wert. Gut gespielt, Mr. Bond, gut gespielt. Vielleicht etwas sehr aufwendig, eine E-Mail hätte es auch getan, aber gut gespielt. Aber trotzdem sei gewarnt, Rache an Strelitz Magazin, die 100. dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung meiner Tante Erna. Jetzt hast du verkackt. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.